Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in Nassküche. Aus der Kalamarisringe. Habt ihr Tintenfische schon mal probiert? Heute zeige ich euch, wie die Tintenfische in der chinesischen Küche geschnitten und mit Gemüse zusammen gebraten werden. Na, dann los! Lauchzwiebel in dünne Scheiben schneiden. Ingwer in Scheiben schneiden. Knoblauchzehen mit dem Messer zerdrücken und grob hacken. Wir schneiden die Möhren in Rautenform. Das Messer schräg ansetzen und die Möhren in Stücke schneiden. Die Stücke diagonal in Scheiben schneiden. So entsteht die Rautenform. Die Fäden an den Seiten der Kaiserschoten sind unangenehm beim Essen. Das kann man mit den Händen schnell herunterziehen. Die Tintenfischtube aufschneiden. Die Haut abziehen und gut waschen. Die Innenseite mit einem scharfen Messer in Abstand von 3 mm diagonal anschneiden. Um 90 Grad drehen und noch einmal anschneiden. Dann in große Stück schneiden. Kaiserschoten kurz in kochendem Wasser blanchieren. Dann in kaltem Wasser abschrecken. Tintenfischstücke in kochendem Wasser 10 bis 15 Sekunden kochen. Solange die Tintenfischstücke zu Röllchen verformt, schnell aus dem Topf nehmen. Bei einer überlangen Kochzeit werden die Tintenfisch zäh wie Gummi schmecken. Wir machen mit 1 Teelöffel Stärke und 30 ml Wasser eine Stärke-Wasser-Mischung. Diese kann die Soße zum Schluss binden. Ein Schuss Öl in die heiße Pfanne. Lauchzwiebel, Knoblauch und Ingwer anschwitzen. Wenig weißer Pfeffer rein. Die Möhren zuerst dazugeben und kurz braten. Dann die Kaiserschote rein. Ein Esslöffel Essig. Gut rühren. Die Tintenfischröllchen auch rein. Ein Esslöffel Reiswein. Ein Esslöffel Maggi-Würzer. Ein Esslöffel Austernsoße. Gut rühren. Wenig Salz. Zum Schluss die Stärke-Wassermischung dazu. Schnell wenden
Fertig! Tintenfische an sich sind kalorienarm, enthalten hohe Anteile von Proteinen und Vitaminen. Versucht, die Tintenfisch zu kochen, ohne Panade, auch nicht frittieren, so sind sie lecker und gesund. Dann sagen wir bis bald!